Ich habe mich noch mal mit Katharina Fischer getroffen. Und konnte dir Katharina da weiterhelfen? Sebastian von Lahnstein hat ja doch noch freiwillig gespendet. Du kannst froh sein, dass er dich noch nicht zur Rechenschaft gezogen hat. Ich weiß, dass ich ein Kind mit dir haben will. Und da das nun mal der einzige Weg für dich ist, lass es uns mit Frau Fischer versuchen. Entweder du machst eine ganze Reihe sehr teurer, sehr aufwendiger Therapien oder du gibst dieser Frau endlich das, was sie verdient. Ja, lass alles raus. Sparte jede Menge Geld für den Seelenklempner. Die wollte mich ausschlachten wie ein altes Auto. Ob ich dabei draufgegangen wäre, das hat ihn doch überhaupt nicht interessiert. Naja, sie wollte deine Leber, den Rest hättest du schon behalten können. Dafür wird sie büßen. Ich meine, Menschenraub? In Tateinheit mit versuchter schwerer Körperverletzung. Da kommen einige Jahre zusammen, das kann ich dir sagen. Jahre der inneren Einkehr, der Reue, aber auch des lauwarmen Eintopfs und des Himbeerjoghurts mit abgelaufenem Verfallsdatum. Lass uns mal überlegen, was für Beweise du hast. Was mit dem Krankenwagen? Steht sicher in einer Garage. Beweisstück Nummer 1. Der Anästhesist? Eher nicht, unser Mann steht auf Clarissas Gehaltsliste. Gut. Bleiben uns die Zeugenaussagen von dir und Dr. Mendez. Meine hast du. Und der Doc macht sicherlich auch mit, wenn du ihm mal behutsam auf die Fingerchen klopfst. Ich soll gegen Clarissa aussagen. Sie hat mich entführt und wollte mir meine Leber stehlen. Schon vergessen? Ich wusste, dass sowas kommen würde. Dr. Mendez, Sie waren dabei. Und Sie haben mir versprochen, für Ihre Fehler gerade zu stehen. Dr. Mendez. Tut mir leid, ich stehe ein wenig neben mir. Ich habe meinen Job gekündigt und habe nicht den blassesten Schimmer, wie es mit mir weitergehen soll. Aber der Ausschuss, der hatte Sie doch rehabilitiert. Der Ausschuss. Der Ausschuss hat festgestellt, dass mir bei Timos Operation keinerlei Fehlverhalten vorzuwerfen ist. Aber wissen Sie was? Das bedeutet mir nichts. Hier drin weiß ich, dass ich versagt habe und dass es jederzeit wieder passieren kann. Ich soll mich da vor einen Patienten stellen und sagen, vertrauen Sie mir, ich bin Arzt. Hören Sie, ich weiß doch, dass Sie unschuldig in die Sache reingezogen wurden. Und genauso werde ich das auch dem Richter sagen. Unschuldig bin ich bestimmt nicht. Ich wusste zwar nichts davon, als Sie entführt wurden, aber als ich davon erfahren habe, hätte ich sofort die Polizei verständigen müssen. Das haben Sie nicht getan. Bitte vergessen Sie nicht, dass es um das Leben meines Sohnes ging. Als ich Sie in diesem Krankenwagen gesehen habe. Clarissa, ich bin Arzt, kein Metzger! Du gehst jetzt da rein und operierst! Ich werde gegen Clarissa aussagen. Olli, sag mal, wolltest du heute Abend nicht arbeiten? Doch, später. Keine Panik, ich werde euch schon nicht stören. Andi ist auch nicht da. Das heißt, wir sind mit Frau Fischer heute Abend allein und das finde ich auch besser so. Höre ich da etwa schon wieder einen leisen Zweifel? Ich will nur nicht, dass sich irgendwer verplappert. Stimmt. Denn dann könnte unsere Leihmutter natürlich erfahren, dass du der superreiche und begehrenswerte Hagen von Lahnstein bist. Ich möchte nicht, dass sie es deshalb tut. Sonst bist du nie so. So? So sicherheitsbedürftig, risikoscheu. Ich würde sagen, fast schon spießig. Sonst geht es auch nicht um unser Kind, das im Bauch einer fremden Frau heranwachsen soll. Einer perfekten Frau. In jeder Beziehung. Juristisch gesehen bewegen wir uns trotzdem in einer Ich liebe graue Zonen. Sie könnte mit dem Kind durchbrennen,
uns erpressen. Sie könnte plötzlich drogensüchtig werden, einer Sekte beitreten. Du bist so pessimistisch. Sie wird unsere Familien schon früh genug kennenlernen, aber erst wenn wir sie etwas besser kennen. Noch wissen wir gar nicht, mit wem wir es zu tun haben. Sie ist perfekt. Katharina, hallo. Schön, dass Sie da sind. Essen gibt's in 5 Minuten. Hallo. Hallo. Was ist passiert? Du klangst ja furchtbar am Telefon. Geht es um deine Arbeit? Um Timo? Ja, worum geht es dann? Noch einen. Du auch? Ich habe eine Riesendummheit begangen, Charlie. Wahrscheinlich werde ich morgen verhaftet. Der arme Kerl tut mir irgendwie leid. Ich meine, eigentlich hat er sich doch nichts zu Schulden kommen lassen. Jetzt wird man nicht sentimental. Wenn der mallorquinische Quacksalber mitspielt, wandert Clarissa in den Knast. Morgen früh gehe ich zur Polizei und erstatte Anzeige. Störe ich? Clarissa hat mich reingelegt. Ich dachte, wir fahren in ein Krankenhaus, aber dann waren wir an diesen Bahngleisen und da stand ein Krankenwagen. Ich hoffe, der Richter brummt dir 20 Jahre auf. Und hast du es Timo schon gesagt? Was wirfst du dir eigentlich vor? Dein Sohn lag im Sterben. Du hättest alles für ihn getan. Das muss Timo auch begreifen. Ich muss es ihm jetzt sagen, bevor er es morgen von jemand anders erfährt. Ansgar und ich haben noch mal über unsere Investitionen in Asien gesprochen. Ja, da müssen harte Entscheidungen getroffen werden. Für wie blöd haltet ihr zwei mich, hm? In Asien, die haben doch ein vollkommen anderes Rechtssystem, das weißt du doch. Es ist hart, aber gerecht. Woraufhin die Kleine dann seine Unterhosen mit Sekundenkleber behandelt hat. Nein. Ja klar, mit 2 Kindern zu Hause ist immer was los. Ja. Oh, ich weiß noch, wie ich meiner Schwester Marlene mal Juckpulver in die Sportsachen getan hat. Die hat mich fast gekillt. Was mit Ihnen? Haben Sie auch Geschwister? Ja. Das ist Olli, er wohnt auch hier. Hi. Katharina, eine Freundin. Ja, du, ich soll dir von Christian ausrichten, dass der Tierarzt morgen ins Gestüt kommt wegen diesem Kakalypso Kalpesipera. oder so. Gebt ihr den Pferden die Namen? Danke. Okay, ich bin da mal weg. Kann spät werden. Ciao. Tschüss. Na, Olli, denkst du an den Tisch morgen für Dana und ihre Eltern? Schon reserviert. Ciao. Ciao. Ich kann ja verstehen, dass Sie nicht gleich jedem wildfremden Menschen ihre Familienverhältnisse auf die Nase binden wollen. Aber wenn wir uns wirklich dazu entschließen sollten, dass ich Ihr Baby austrage, dann geht das nur mit einem gewissen Maß an Offenheit. Natürlich. Nehmen Sie es nicht persönlich, er meint es nicht böse. Ja, da bin ich ja beruhigt. Natürlich müssen wir uns noch besser kennenlernen. Und das werden wir auch. Aber keine Angst, unsere Eltern sind sauber. Keine Serienmörder, keine Politiker. Na dann. Wenn wir noch Jäger und Sammler wären, gäbe es heute maximal Gummistiefel in Dillsoße. Deswegen ein Hoch auf die Fischgeschäfte. Und ein Hoch auf Arno, den Elendspender unserer Speisen. Warum isst denn der eigentlich nicht mit uns heute mit? Der will heute zu Sonnenuntergang am Rheinufer ein Glas Riesling trinken. Alleine. Punkt 14 auf seiner Liste. Oh. Sieht der gut aus oder sieht er gut aus? Guck's dir. Wenn ich da so an meinen kleinen Fischi denke, esse ich doch lieber Gummistiefel. So. Hey,
Gibt's was zu feiern? Zumindest was Gutes zum Essen. Was ist denn passiert? Arno hat uns gesagt, dass er Alzheimer hat. Oh. Ja, das war nicht leicht. Aber vielleicht bringt es ja unsere Familie wieder näher zusammen. Also, was ist los mit euch? Es ist genug für alle da. Auch für dich. Du sag mal, Papa, geht's dir nicht gut? Nicht wirklich. Lass uns später darüber reden. Wenn du möchtest, können wir auch gleich. Schon okay. War ein harter Tag. Na dann, auf eine glückliche Familie. Glück, Entspanntheit, Liebe und Gesundheit. Und so weiter und so weiter. Sebastian, wenn du dich nicht schonst, dann heilt deine Wunde nie und wir können den Familienurlaub vergessen. Keine Angst, ich pass schon auf. Wieso hängst du denn dann die ganze Nacht mit Ansgar ab? Wir hatten noch ein paar wichtige Dinge zu besprechen. Ich glaub dir kein Wort. Er hat's schon wieder versucht, oder? Der Waffenstillstand zwischen Clarissa und mir war ihm von Anfang an ein Dorn im Auge. Und jetzt hetzt er dich gegen sie auf. Was würdest du denn tun, wenn du die Möglichkeit hättest, Clarissa ein für alle Mal loszuwerden? Früher alles. Aber jetzt, nach allem, was passiert ist... Sebastian, du wärst beinahe gestorben. Und das alles wegen meinem lächerlichen Privatkrieg. Lieber ertrage ich Clarissa in der Firma und den Waffenstillstand, als dich und Emma noch mal in Gefahr zu bringen. Ich bin sehr stolz auf euch. Bis morgen. Schlaf schön. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Nacht. Ich muss dir noch was Wichtiges sagen. Na dann, schieß los. Das ist nicht so einfach. Genau, das wird nämlich richtig schwer. Ich meine, wer weiß, wie lange Arno da oben noch klar ist. Und er hat noch eine Menge Punkte auf seiner Liste. Was denn für eine Liste? Naja, Arno hat so eine Art To-Do-Liste. Mit all den Dingen, die er noch erleben will. Zum Beispiel unseren Angelausflug heute Nachmittag. Oder einen Tandem-Fallschirmsprung. Und er will stromaufwärts den Rhein entlang schippern. Ja, da braucht er natürlich jemanden, der auf ihn aufpasst. So eine Art Begleitung. Und da du altersmäßig natürlich an der Flusskreuzfahrt interessiert bist, dachten wir, du könntest das machen. Wie wär's? Das ist jetzt kein Kompliment, oder? Hey, wir müssen alle unseren Beitrag dabei leisten. Du sag mal, Papa, wolltest du nicht... Du wolltest doch gerade was Wichtiges sagen, oder? Stimmt. Ich habe heute meinen Dienst als Chefarzt quittiert. Was? Ich habe festgestellt, dass ich zumindest mal eine Auszeit brauche. Na, das ist doch perfekt. Ich meine, du bist jetzt Arzt und hast viel Freizeit und Zeit und kannst das... Du kannst... Ich meine, was willst du jetzt machen? Ich weiß es auch nicht. Ehrlich gesagt weiß ich überhaupt nicht, wie es weitergeht, aber das soll jetzt nicht euer Problem sein. Gute Nacht. Gib's zu, du findest sie auch nett. Warum kriegst du den Mund nicht auf? Entschuldige mal, das war unser erster Abend mit ihr. Da lege ich nicht gleich eine Lebensbeichte ab. Bisschen mehr hättest du schon von dir erzählen können. Damit ich morgen gleich alles in der Zeitung lese? Ach, warum solltest du das direkt der Presse weitergeben? Du bist paranoid. Vielleicht, aber so wird man halt in meiner Familie. Apropos, morgen beim Frühstück mit deinen Eltern. Kein Wort über Katharina. Ist schon ein hartes Los, wenn man mit so einem Adelstitel auf die Welt kommt. Hm? Als ob mir das irgendwas bedeuten würde. Aber genau das unterstellst du Katharina. Vielleicht bildest du dir ja doch noch was drauf ein. Tu ich nicht. Tust du doch. Und trotzdem will ich ein Kind von dir. Wenn das kein Liebesbeweis ist. Write my life request and just let me
shrug your shoulders, lay down beside me. Wieder schon. Ricardo, was machst du denn immer noch hier? Ich dachte, ich trinke bei der Besitzerin des besten Restaurants der Stadt noch einen Wein. Hast du mit Timo geredet? Darf ich trotzdem noch einen haben? Luca? Ich habe schon einen neuen nachgeschenkt. Bitte. Arno hat den Kids heute erzählt, dass er Alzheimer hat. War einfach nicht der richtige Moment. Chefarzt. Man schmeißt doch nicht einfach so seinen Chefarzt weg. Das ist nicht einfach nur so ein Job, das ist mehr so eine... Eine Berufung. Ja. Das ist seine Berufung. Ricardo ist durch und durch Arzt. Sein Papa war Arzt, sein Opa war Arzt. Ich kann es doch jetzt nicht einfach so auf den Müll schmeißen. Meinst du, das ist meine Schuld? Was ist, wenn er immer noch denkt, ich hätte ihm das nicht verziehen, die Sache mit der Klammer, die er im Bauch vergessen hat? Du hast ihm doch gesagt, dass du nicht mehr böse auf ihn bist. Ja, aber vielleicht nicht deutlich genug. Aber du kennst ihn. Er ist ein Perfektionist und konnte noch nie mit eigenen Fehlern umgehen. Was ist, hast du Schmerzen? Nee. Nicht mehr als sonst. Sprich morgen einfach noch mal mit ihm, okay? Danke. Also, nicht nur dafür. Du hilfst mir wirklich sehr. Was kann dir eigentlich passieren, wenn Sebastian von Lahnstein Clarissa tatsächlich anzeigt? Das kommt auf den Richter an, aber wahrscheinlich würde ich mit einer Bewährungsstrafe wegen Mitwisserschaft davonkommen. Für Timo ist das alles viel schlimmer. Hey, ihr habt schon so viele Krisen durchgestanden. Ihr schafft auch das. Ricardo, wir schließen jetzt. Oh, dann trinke ich noch schnell aus und dann bringe ich dich nach Hause. Ich kann eh Frischluft gebrauchen. Okay. Nicht mehr anfassen? Tut mir leid, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. War vielleicht alles ein bisschen viel in letzter Zeit. Das mit dem Urlaub, das ist eine super Idee. Wir hauen einfach ab und lassen alles hinter uns, ja. Machen wir doch, oder? Ja, klar. Allen Ernst kann Clarissa sich doch ihre Köpfe einschlagen. Wir machen so richtigen Familienurlaub mit allem, was dazu gehört. Ich glaube, ich mache dir jetzt erstmal einen Kaffee. Komm rein. Ich kann natürlich auch im Flur servieren, aber draußen nur Kännchen. Nicht. Oh, das tut mir leid. Kein Problem. Weißt du, es ist jetzt auch schon ganz schön spät. Ja, natürlich. Ich sollte gehen. Das gerade, das war einfach
ich wollte dich nicht verletzen. Ich weiß. Dazu kenne ich dich mittlerweile gut genug. Ricardo, ich würde so gerne mehr für dich tun. Aber ich habe einfach Angst, verstehst du? Angst wovor? Manche Menschen können das, ihre Gefühle kontrollieren. Ich konnte das noch nie. Alles Gute für morgen. Sebastian? Einen wunderschönen guten Morgen. Hey. Du bist ja schon wach. Hast du einen Termin? Allerdings. Und zwar mit den beiden wichtigsten Menschen in meinem Leben. Mit Emma und mit dir. Jetzt sag nicht, du hast unseren kleinen Familienurlaub schon vergessen. Das heißt, du bleibst dabei? Ich hatte heute Nacht irgendwie das Gefühl, du machst einen Rückzieher. Hätte ich dann den Jet auftanken lassen? Hast du? Steht bereit zum Abheben. Wenn die blöde Pressekonferenz nicht wäre, ich verspreche dir, ich mach's ganz kurz. Jede Minute früher, die wir hier weg sind, ist eine gute Minute. Nehmt ihr mich also so mit, ja? Du bist wie immer die schickste Mama. Mal, wo ist denn Papa? Der braucht doch sonst nicht so lange im Bad. Ach, hast du eine Ahnung, was der jeden Tag mit seinem Bart veranstaltet? Oh. Ich sag nur Männer. Hey. Kannst du den vielleicht für mich einwerfen? Klar. Super, danke. Was ist denn los? Habt ihr Stress? Nein, nur ein kleines Missverständnis, nicht dramatisch. Viel Spaß. Ja, mir hat sie auch nicht mehr verraten. Und als ich Tristan gestern gefragt habe, ob er heute mit zum Familienfrühstück kommt, hat er abgelehnt. Schade. Aber wenigstens bei euch ist alles im Lot. Stimmt doch, oder? Ja. Wir sind zwar nicht immer ganz einer Meinung. Aber am Ende vertragen wir uns dann doch immer wieder. Meistens. So, da bin ich. Nehmt ihr mich so mit? Ah, ich weiß nicht. Dein Bart sieht noch ein bisschen wild aus. Hm? Wieso? Jetzt komm, los. Ich wollte mir die Wiederaufforstung im Westforst ansehen. Hast du Lust auf ein bisschen Waldluft? Ja, ich komme gerne mit. Ich muss mir nur noch ein paar andere Schuhe anziehen. Sebastian, du sagst gar nichts. Wie geht's dir eigentlich? Hast du noch Schmerzen? Jeden Tag ein bisschen besser. Deswegen starten wir heute auch in unserem Familienurlaub. Ist das wahr? Wo geht's denn hin? Nur ein paar Tage in die Sonne. Keine Angst, ich werde mich schon nicht überanstrengen. Na dann viel Spaß und gute Reise. Danke. Ich muss los, aber ich verspreche dir, das wird die kürzeste Pressekonferenz aller Zeiten. Die Uhr läuft. Familienurlaub? Was wird denn aus der Anzeige gegen Clarissa? Ich habe heute Nacht noch mal über alles nachgedacht. Entzückend. Natürlich würde ich Clarissa auch liebend gern zur Rechenschaft ziehen. Aber dafür bräuchtest du Eier und die hast du nicht. Ich würde einfach alles aufs Spiel setzen, was zwischen Tanja und mir gerade erst wieder zusammenwächst. Was wächst sind das? Ich will's auch gar nicht wissen, davon kriege ich nur Albträume. Weißt du was, mach du doch mit Clarissa, was du willst. Ich werde sie jedenfalls nicht anzeigen. Wenn du jetzt nichts gegen sie unternimmst, dann wirst du sie nie los. Diese Frau ist wie ein Geschwür. Es wuchert und wuchert. Und irgendwann platzt es. Das ist aber nicht mehr mein Problem. Doch. Das ist es. Haben Sie sich auch endlich entschieden? Ja, alles so ein exotischer Schnickschnack. Ach was, ich nehme das Spiegelei mit Schinkenspeck kross. Okay. Das heißt jetzt Bacon. Und einen Filterkaffee dazu. Okay. Du kannst ja gerne einen Bacon bestellen, ich bleib beim Schinken. Suchst du jemanden?
Ja, ich gucke, ob Tristan da ist. Ich würde gern 2, 3 Worte mit ihm sprechen. Wegen Marlene. Mama, bitte. Wieso? Was ist denn mit den beiden? Die beiden haben eine kleine Krise. Das Letzte, was sie jetzt gebrauchen können, sind die guten Ratschläge ihrer besorgten Eltern. Er scheint ja auch gar nicht da zu sein. Hi. Na, das nenne ich mal eine Überraschung. Katharina, hi. Das sind meine Eltern. Hallo. Hallo. Katharina ist... Eine Freundin. Ja, ich muss dann auch mal wieder. Ja. Wir sehen uns. Warten Sie. Setzen Sie sich doch gerne dazu. Ich weiß nicht, ich will wirklich nicht stören. Nein, Sie stören überhaupt nicht. Also, wir freuen uns immer, wenn wir die Freunde unserer Kinder kennenlernen. Bitte. Okay. Bitte sehr. Vielen Dank. Emilio, achtest du auch darauf, dass immer genügend saubere Gläser da sind? Ja, Frau Schneider. Oh, Emilio, bei den Snacks musst du darauf achten. Erst kurz vorher aus dem Kühlschrank tun, damit sie noch schön knackig sind. Ja, Frau Schneider. Das Schneiders hat hier einen Ruf zu verlieren. Gerade bei der anspruchsvollen Klientel. Oh, warte mal einen Moment. Tanja. Ist dir klar, was passiert, wenn dein Mann das durchzieht? Was? Ach, Charlie, ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Der Krieg zwischen Clarissa und dir geht weiter und für die Familie Mendes ist das der Super-GAU. Hast du getrunken? Ich bin so nüchtern wie noch nie. Tanja, ich bitte dich inständig, pfeif deinen Mann zurück. Wenn er Clarissa anzeigt, gibt es eine Katastrophe. Wer setzt denn solche absurden Gerüchte in die Welt? Ricardo, Dr. Mendes. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass dein Mann dir etwas verschweigt. Ich bin mir ganz sicher, Charlie. Sebastian wird Clarissa nicht anzeigen. Was soll das hier eigentlich? Würdest du mich bitte mal loslassen? Wo gehen wir überhaupt hin? Ansgar, ich habe keine Zeit für solche Spielchen. Ich muss noch 1000 Dinge erledigen, bevor wir endlich los können. Jetzt komm schon. Falls du meinst, du könntest mich doch noch überzeugen, hier irgendwelche Anzeigen zu machen, dann vergiss es, ja? Ich habe mir das reiflich überlegt und... Was soll das? Das ist der Krankenwagen, in dem die liebe Clarissa dich fachgerecht rangieren lassen wollte. Hier. Auf der Liege hast du gelegen, chloroformiert und fixiert, bereit für die Operation. Und jetzt sag mir noch mal ganz genau, was hattest du dir bezüglich der Anzeige gegen Clarissa überlegt? Papa? Das ist meine Schuld, oder? Ich bin der Grund. Ach, die Klammer, die du bei der ersten OP vergessen hast, der Gedanke daran macht sich immer noch fertig. Es war nicht nur das. Obwohl damit bestimmt alles angefangen hat. Neulich hatten wir einen Notfall. Ein anaphylaktischer Schock. Dabei geht es um Sekunden, sonst stirbt der Patient. Ich wollte eine Spritze setzen. Aber meine Hände haben gezittert. Ich habe meine Nerven nicht in den Griff gekriegt. Am Ende musste Daniel die Spritze setzen. Ich habe meine Sicherheit verloren. Wie soll ich da noch Chefarzt sein? Weißt du, was du mir immer gesagt hast? Man kann ruhig mal hinfallen. Hauptsache, man steht wieder auf. Ja, natürlich werde ich wieder aufstehen. Lass ihn zu, den Schmerz. Den Hass. Das sind echte Gefühle, Sebastian. Die führen auch zu richtigen Entscheidungen. Ursprünglich wollte ich auf Lehramt studieren, aber dann fand ich Germanistik so spannend, dass ich da irgendwie hängen geblieben bin. Wenn Ihre Kinder 8 und 10 sind, dann haben Sie die ja während des Studiums bekommen, oder? Das war bestimmt nicht einfach. Oh ja. Trotzdem habe ich es irgendwie hinbekommen. Und heute bin ich stolz drauf. Mit Recht.
Wie habt ihr denn Katharina eigentlich kennengelernt? Sie ist eine alte Freundin. Ja, aber von wem denn jetzt genau? So alt jetzt auch wieder nicht. Ja, du kennst sie länger als ich. Ich dachte immer, du. Also ich fürchte, wir müssen deinen Eltern die Wahrheit sagen. Also, die beiden stammeln so rum, weil es etwas peinlich ist. Tatsächlich haben sie mich auf einer Party kennengelernt. Ja. Ja, aber was ist denn daran peinlich? Ich habe auch viele Frauen auf Partys kennengelernt. Ja. Kennen Sie Pole Dance? Man tanzt dabei an der Stange und man hat ziemlich wenig an. Ach. Sie... Danke. Sie sind Stripperin? Oh. Warum verbreiten Sie solche Gerüchte? Weil es kein Gerücht ist. Ich kann mich nur wiederholen. Ihr Mann war gestern im No Limits und fest entschlossen, Clarissa anzuzeigen. Das müssen Sie geträumt haben. Ich habe ihm sogar zugesagt, gegen Clarissa auszusagen, weil sie mich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen... Das ist ein ganz netter Versuch, Dr. Mendes, aber Sebastian weiß, wohin das führt. Zu einem neuen Krieg zwischen Clarissa und mir. Offenbar hat er seine Meinung geändert. Gestern Abend, sagen Sie? Was würdest du denn tun, wenn du die Möglichkeit hättest, Clarissa ein für alle Mal loszuwerden? Jede Minute früher, die wir hier weg sind, ist eine gute Minute. Naja, er wird über die Möglichkeit einer Anzeige nachgedacht haben. Das muss er erst, Anwalt. Ja. Und dann hat er sich dagegen entschieden. Natürlich. Ich versichere Ihnen, er wird Clarissa nicht anzeigen. Und noch 2 Cappuccino, bitte. Sie unterhalten sich, als würden Sie sich schon ewig kennen. Dabei kennen Sie sich gerade mal eine halbe Stunde. Ist das nicht großartig? Ich würde Ihnen am liebsten gleich erzählen, wer sie ist. Ach komm schon, du findest sie auch nett. Ich finde viele Leute nett, aber bei der Leihmutter unseres Kindes erreicht es nicht, wenn ich sie nett finde. Hier sind schon mal die beiden Milchkaffee. Danke. Das mit der Pole-Dance-Nummer eben, das war doch genial. Aber eine Spur zu genial. So als würde sie sich öfter mal mit so einer geschickten Ausrede aus der Affäre ziehen. Was willst du damit sagen? Dass sie eine notorische Lügnerin ist? Findest du es nicht auch merkwürdig, dass sie ausgerechnet heute Morgen hier auftaucht? Was ist denn daran merkwürdig? Na, vielleicht hat sie das gestern aufgeschnappt. Was aufgeschnappt? Ja, dass wir hier mit deinen Eltern zum Frühstück verabredet sind. Sie ist doch nicht wegen uns hier. Sicher? Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass sie absichtlich hier ist? Wer weiß. Was ist denn, wenn sie cleverer ist, als wir ahnen? Die beiden Cappuccino. Ganz ruhig. Sei nicht so misstrauisch. Okay? Ja, Hagen von Arnstein hier. Ich brauche Informationen über eine Person, alles, was Sie finden können. So, jetzt müsste die Meute eigentlich langsam da sein. Clarissa, ich schlage vor, du übernimmst die Begrüßung und ich sag dann ein paar Worte zur neuen Kollektion. Einverstanden. Warten Sie! Gott, Entschuldigung, ich habe versucht, die Herrschaften aufzuhalten, aber... Frau Clarissa von Arnstetten? Was fällt Ihnen ein, hier einfach so reinzuplatzen? Sie sind vorläufig festgenommen, wegen des Verdachtes auf Menschenraub und versuchter schwerer Körperverletzung. Ein kleines floristisches Verzeih mir für mein kindisches Verhalten von gestern Abend. Ich verspreche dir, es wird nie wieder vorkommen. Morgen, Ricardo. Komm rein. Guten Morgen, Charlie. Sie sind schön. Danke. Ich hoffe, du weißt, dass ich unter normalen Umständen niemals so weit gegangen wäre. Schwamm drüber. Ich habe es schon längst abgehakt. Danke dir, Charlie.
Tanja war übrigens heute Morgen bei mir. Ach, was ist denn jetzt mit dieser Anzeige? Es wird keine Anzeige geben. Ihr Mann hat sich's scheinbar im letzten Moment anders überlegt. Ach, gut. Ich dachte schon, der ganze Albtraum fängt für euch von vorne an. Ja. Was meinst du? Freunde? Spinner. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Hast du schon gefrühstückt? Um ehrlich zu sein, nein. Setz dich. Greif zu. Vielen Dank. Menschenraub, Körperverletzung, was ist hier eigentlich los? Wie krass ist das denn? Wie konnte ich dir noch eine Sekunde trauen? Ich habe gar keine Ahnung, was hier gerade los ist. Diesmal bist du wirklich zu weit gegangen. Das wirst du mir büßen. Dich mache ich fertig. Dich und deine Brut. Bis nichts mehr übrig bleibt. Verlass dich drauf. Jetzt kriegt sie endlich, was sie verdient. Sebastian, warum hast du das getan?